Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise in Italien und befinde mich gerade in Vietri sul Mare an der Amalfiküste und mache heute einen Ausflug nach Amalfi. Und wenn du wissen willst, was ich dabei sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 19. April 2023. Über dem Meer scheint die Sonne, aber hier an Land ist es noch dicht bewölkt. Ich hoffe, das klart gleich auf. Ich bin auf dem Weg runter zum Meer. Und hier hat man schon fantastische Ausblicke auf die Dörfer hier an dieser Steilküste. Ich habe mir überlegt, ich bleibe 2 Nächte hier in Vietri sul Mare und fahre heute mit dem Boot nach Amalfi und schaue mir den Ort dann in Ruhe an, was ich mit dem Fahrrad nicht könnte, weil es ja, wie man sieht, alles total steil, enge Gassen und so weiter. Und das wäre schade. Außerdem ist heute das Wetter nicht ganz so toll. Es könnte heute Nachmittag regnen. Es hat eben auch schon wieder ein bisschen getröpfelt. Und ja, morgen soll die Sonne scheinen und da möchte ich dann die Küste entlang fahren und schöne Aufnahmen machen. Ja, mal sehen, ein Ticket habe ich jetzt schon, jetzt muss nur noch das Boot kommen. Aber es ist einfach fantastisch hier. Da oben geht die Küstenstraße, die möchte ich morgen mit dem Rad dann hoffentlich in der Sonne fahren. Da oben, das müsste Raito sein. Und ja, das Meer ist spiegelglatt. Ich hoffe, ich werde nicht seekrank. Das ist der Strand von Vietri sul Mare. Ich bin in dem Ort jetzt, wie gesagt, für 2 Nächte untergekommen. Den sieht man jetzt aber nicht, der ist da hinter dem Berg. Den konnte ich mir gestern leider nicht anschauen, weil es kurz nachdem ich angekommen war, angefangen hat zu regnen und als es aufgehört hat, war es dunkel. Da kommt mein Boot. Ich fürchte, die Reise wird ein bisschen länger dauern. Es geht da hinten um die Ecke. Doch noch ein anderes Boot gekommen und jetzt geht's gleich los. Ja, da liegt Vietri sul Mare und das müsste Salerno sein und da bin ich gestern mit dem Fahrrad lang gefahren. Ja, leider geht jetzt gerade die Sonne weg und es wird ein bisschen frisch. Jetzt laufen wir Cetara an. Wunderschöner Ort von See aus. Kann man mal sehen, wie eng das Tal ist. Ich bin so froh, dass ich das Boot genommen habe, denn hier wäre ich morgen sicher nicht runtergekommen. Der macht hier ganz schön gekonnte Manöver auf diesem engen Raum. Toll. Das ist Maiori und da legen wir wieder an. Da habe ich wirklich Glück, dass die See heute so glatt ist, denn der legt nicht bei jedem Wetter an jedem Ort an. Von Maiori geht es einmal um die Ecke nach Minori. Und weiter geht's. Der nächste Ort ist jetzt Amalfi. Aber erst kommt noch Atrani, da halten wir aber nicht. Das ist Amalfi. Wunderschön. So, wieder festen Boden unter den Füßen. Es war eine tolle Bootsfahrt. Solche Ansichten hätte man jetzt von der Straße aus nicht gehabt. Bin sehr froh, dass ich das jetzt gemacht habe. Und jetzt schaue ich mich ein bisschen um. Mal sehen, was es hier zu sehen und zu tun gibt. Das ist der Strand von Amalfi. Und da kann man den Turm des Domes sehen. Den schaue ich mir gleich auch noch wahrscheinlich an. Das ist nochmal der Blick zurück auf den Hafen. Und diese Straße muss ich hier morgen fahren. Das wird ein Abenteuer. Ja, sehr schöner Blick und die Sonne kommt raus. Das ist der Dom, der wurde im 10. Jahrhundert gebaut. Im 13. Jahrhundert wurde er im arabisch-normannischen Stil umgewandelt und später im Barockstil und im 18. Jahrhundert hat er diese Mosaikfassade bekommen. Ja, Google Maps würde das hier jetzt als belebte Umgebung bezeichnen. Ich will nicht wissen, was hier im Sommer los ist. Das ist der Blick vom Dom aus. Wunderschön.
Im Moment scheint noch die Sonne, deswegen gehe ich jetzt nicht in den Dom. Vielleicht mache ich das später, falls es anfängt zu regnen. Da ist der Dom, unter dem bin ich eben durchgegangen. Das ist die wunderschöne Küste. Hier verirren sich jedenfalls keine Touristen hin. Ich bin wieder unten und hier findet ein kleiner Markt statt. Geranien in Amalfi. Hier ist man auf jeden Fall auf die Bedürfnisse der Touristen eingestellt. Das ist jetzt hier eine der Hauptgassen, unten im Tal sozusagen. Hier fahren aber auch Autos, da muss man sehr vorsichtig sein. Links und rechts gehen dann Treppen und Gassen hoch. Ich weiß nicht, warum hier in diesem Touristengetümmel Autos fahren müssen, aber wahrscheinlich geht es da zu einem anderen Ort. Und da müssen die halt hier durch. Man kann aber auch parallel zur Straße durch so Tunnel laufen. Das ist sehr viel angenehmer. Ja, und hier an diesem Brunnen wird das Leben an der Amalfiküste in früheren Zeiten dargestellt. Ja, auch wenn es voll ist, ist es wunderschön hier. Jetzt kommen die ersten dunklen Wolken über die Berge. Die waren angekündigt. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, ich glaube, ich habe soweit alles gesehen. Es war wirklich sehr schön dort. Es war sehr voll, aber ich gehe super gerne durch diese kleinen Gassen, steige die Treppen hoch und schaue dann auf die Stadt runter. Es ist nicht ganz einfach zu filmen da und ich würde einfach empfehlen, selber mal herzukommen. Ich würde jetzt einfach gerne in den nächsten Ort laufen und mal schauen, wie es da aussieht, aber es gibt keine Bürgersteige hier und das sieht mir sehr gefährlich aus. Ja, hier kann man jetzt nochmal den Ort in seiner vollen Pracht sehen. Wunderschön. Ich freue mich schon auf morgen, wenn ich hier entlang fahre. Ich bin jetzt mal zum Torre Saracena gelaufen, zum Turm der Sarazener. Das müsste Atrani sein und da hinten müsste Maiori sein. Und um die Ecke Minori. Ich bin jetzt am Ortseingang von Atrani. Hier ist aber ein Tunnel. Da gehe ich lieber nicht durch. Aber hier gibt es zum Glück einen Fußweg. Das ist jetzt der Blick auf Atrani. Und da fährt ein Boot. Das ist jetzt deutlich voller als das heute Morgen. Ich weiß jetzt nicht, wann die günstigste Zeit ist, nach Hause zu fahren. Aber es ist ja auch noch früh. Es ist erst 13 Uhr. Hier hält kein Boot und der Bus kommt nur jede Stunde vorbei. Hier ist es nicht so überlaufen. Das ist jetzt der Blick zurück. Gut, dass ich jetzt hier mal lang laufe, weil morgen mit dem Fahrrad kann ich hier nirgendwo halten. Da fahre ich auf der anderen Straßenseite und die Straßen sind eng. Und hier unten ist der Strand. Inzwischen bin ich in Castiglione angekommen und bis nach Minori ist es jetzt vielleicht 2 Kilometer. Und an der Straße entlang laufen ist zu gefährlich, deswegen nehme ich jetzt einfach den Bus zurück. Es kommen jetzt auch Wolken auf. Ich glaube, es ist die richtige Zeit, jetzt aufzuhören. Ich habe es zurück nach Vietri sul Mar geschafft. Die Busfahrt war ein richtiges Abenteuer. Wer hier an der Amalfiküste entlangfahren möchte mit öffentlichen Verkehrsmitteln, gebe ich den Tipp, das Boot ist sehr bequem. Wer es abenteuerlich mag, nimmt den Bus. Man braucht auch keine Angst vor Seekrankheit haben. Im Bus wird einem auch schlecht bei den vielen Kurven. Ja, die Haltestelle war jetzt ganz in der Nähe von meiner Unterkunft. Und ich ruhe mich jetzt erst ein bisschen aus und dann schaue ich mich nochmal im Ort um, was ich gestern nicht geschafft habe. Ja, so sieht es hier schon mal aus. Da habe ich gestern Abend im Dunkeln gestanden und die Abmoderation gemacht. Und in einem dieser Häuser wohne ich. Mein armes Fahrrad steht hier hinter Gittern. Aber es ist noch da. Das Zimmer, das ich gestern hatte, war nicht mehr frei, deswegen musste ich jetzt umziehen, aber es ist auch gut. Ich habe mich inzwischen ausgeruht. Das hier hinter mir ist übrigens das Haus, in dem ich wohne. Sehr alt, ein ganz uriges Treppenhaus, aber die Wohnung ist sehr schön renoviert. Ich glaube, dieser kleine Balkon da, das ist das Frühstückszimmer. Hier geht es in die Hauptfußgängerzone von Vietri sul Mare, hauptsächlich Souvenirläden und Restaurants.
Gar nicht so viele Leute unterwegs. Gestern, als ich kam, war deutlich mehr los. Als Souvenirs wird hauptsächlich Keramik angeboten. In allen Formen und Farben. Und es gibt auch schöne Wandfliesen. Hier ist eine Prozession abgebildet. So, hier teilt sich jetzt die Straße. Das ist wirklich ein sehr alter Ort mit tollen, schönen Häusern. Es gibt aber nicht nur Keramik, sondern auch Glaswaren. Keramik und Glas. Und hier wird auf einem großen Fliesenbild wahrscheinlich das Leben hier im Ort früher dargestellt. Und das ist eine künstlerische Darstellung von Pietro. Ich muss mal sehen, ob ich die Kirche finde. Ja, und dieser liebe Hund, der sitzt hier und läuft durch die Straßen und genießt das Leben in Pietro. Da ist schon mal eine. Ich weiß nicht, ob das die abgebildete ist. Ich sehe die Kuppel noch nicht, aber der Glockenturm ist auch sehr schön. Das ist die Chiesa San Giovanni. Und ich meine, da oben sehe ich die Kuppel. Da muss man irgendwo hingehen, wo man die vielleicht besser sieht. Ja, guck an, da habe ich doch gefunden, was ich wollte. Liegt jetzt leider im Gegenlicht, aber ist trotzdem ein sehr schöner Blick. Hier geht es jetzt runter zum Hafen. Da war ich ja heute Morgen, beziehungsweise es ist die Straße hoch. Das ist eine Einbahnstraße. Die Straße runter bin ich von meinem Apartment ausgegangen. Ich habe noch einen weiteren Aussichtspunkt gefunden. Von hier aus kann man ganz ebenso am Horizont die Berge sehen, über die ich gestern gefahren bin. Da vorne müsste irgendwo Agripoli liegen. Dann bin ich diese ganze Ebene entlang gefahren, am Meer entlang, habe aber nichts vom Strand gesehen. Bin dann irgendwann hier in Salerno angekommen. Hier sieht man den Hafen, da vorne die Stadt. Und wie man sieht, es zieht sich zu. Und da habe ich heute in Amalfi wirklich großes Glück gehabt. Ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Punkt, das Video zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich heute nicht Fahrrad gefahren bin. Ich fand es toll, besonders diese Fahrt an der Küste entlang mit dem Blick auf die Berge und die Orte. Und natürlich Amalfi war auch wunderschön. Ja, morgen fahre ich dann diese Küstenstraße entlang. Da hatte ich heute schon einen Eindruck von bekommen mit der Busfahrt. Es wird, glaube ich, sehr abenteuerlich. Wir werden es sehen. Und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!